Der Modekonzern Esprit macht in Deutschland alles dicht. Bis Jahresende schließen alle 56 Filialen. 1300 Mitarbeiter verlieren ihren Job. Grund dafür ist der Verkauf der Markenrechte an den britischen Finanzinvestor Alteri. Die Esprit-Marke selber soll zwar fortbestehen, doch wie die Produkte künftig in Deutschland verkauft werden, ist unklar. Schon 2020 hat der Esprit zahlreiche Filialen in Deutschland geschlossen und auch damals schon etliche Stellen abgebaut. Darüber wollen wir sprechen mit Nils Busch-Petersen. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg. Wir grüßen Sie. Guten Abend. Ja, alle Geschäfte des einstigen Modegiganten Esprit verschwinden aus Fußgängerzonen und großen Einkaufszentren. Wie groß ist die Signalwirkung für den Einzelhandel? Nun, es reiht sich ein in eine Vielzahl von Geschäftsschließungen in den letzten Monaten, gerade im Bereich Textilien, Bekleidung, Schuhe. Der innerstädtische Einzelhandel, der stationäre Handel ist extrem unter Druck und hat sich von den Folgen der sich überlagernden Krisen, Corona plus Krieg und all die Auswirkungen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine noch gar nicht anfangen können, richtig zu erholen. Ich nenne mal Namen, was wir da schon seit längerem erleben müssen. Galeria Karstadt, Kaufhof, Peek & Cloppenburg, Gary Weber, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Alles natürlich Läden, die Sie auch kennen. Welche Entwicklung befürchten Sie oder erwarten Sie da der Arbeitsplätze? Viele machen sich Sorgen. Ist das ein Ausverkauf der Innenstädte, der Arbeitsplätze im stationären Einzelhandel? Was befürchten Sie? Wir müssen alles gemeinsam tun mit der Politik, mit der Verwaltung, die Innenstädte am Leben zu halten. Wir haben Ideen und Konzepte auch hier, die wir regional diskutieren und auch vorantreiben im Rahmen eines Neustartprogramms, zum Beispiel mit dem Berliner Senat. Der Einzelhandel ist schon lange nicht mehr der Hauptgrund, die Innenstadt aufzusuchen. Und das ist auch unabhängig von den Krisen der Fall so. Wir müssen sehen, dass wir uns mit den anderen Akteuren, Kultur, Sportanbieter, Verwaltung, Gastronomie, Hotellerie stärker unterhaken und gemeinsame Konzepte entwickeln. Wir alleine sind nicht mehr der Hauptgrund, die Stadt zu betreten. Dem muss man Rechnung tragen. Und wir brauchen bessere Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen, die auch auf europäischer Ebene dafür sorgen, dass unsere Märkte nicht kontrolllos geflutet werden mit Milliarden Paketsendungen aus China, über die überhaupt keiner Überblick hat und für die im Regelfall auch gar keine Steuern abgeführt werden. Wie sehr steht denn die gesamte Branche unter Druck und woran liegt das? Welche Rolle spielen auch die steigenden Kosten für die Ladenmieten in den Innenstädten? Die steigenden Kosten für die Ladenmieten können wir so an vielen Standorten gar nicht bestätigen. Das gibt es auch, ist aber mit Sicherheit nicht das Hauptthema, der Hauptgrund. Im Moment sind viele Vermieter froh, wenn sie überhaupt einen längerfristigen Mietvertrag abschließen können. Viele, auch Shoppingcenter, organisieren sich um mit weniger Verkaufsfläche. Also man reagiert ja schon auf die Veränderungen. Und eins ist mir aber ganz wichtig. Bei alledem haben wir eins. Wir haben eine große Nachfrage nach Fachkräften im Einzelhandel. Uns muss nicht bange sein und den Beschäftigten darum, im Einzelhandel weiter Beschäftigung zu finden. Die Nachfrage ist weitaus größer als das Angebot. Das ist wenigstens eine kleine gute Botschaft in dem Zusammenhang. Aber was wir sehen, gar nicht mal nur in Großstädten, sondern auch in kleineren Städten, das sind tatsächlich leere Ladenlokale. Und das bemerken ja auch die Bürgerinnen und Bürger. Sind wir schon mittendrin im Ende des stationären Handels oder welche Maßnahmen schlagen Sie denn vor? Totgesagte leben länger. Nein, wir sind nicht mittendrin. Wir sind mittendrin in einem massiven Transformationsprozess, der auch mit Leerstand einhergeht. Es gibt nicht die eine Lösung für alles. Es ist immer empfehlenswert, dass man sich vor Ort umguckt. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir gar nicht erst anfangen dürfen, zugeklebte Schaufenster in Innenstädten zu tolerieren, zu akzeptieren. Da fängt es an. Ich finde ganz toll, dass es die ersten Orte gibt, in denen es die Ortssatzung untersagt, Fenster abzukleben in den Fußgängerzonen. Man muss sich überlegen, was man dahinter bespielt, wenn es vielleicht zurzeit mit dem Handel nicht geht. Da gibt es gute Beispiele, da tauschen wir uns auch zwischen den Städten aus. Es gibt aber auch Gegenbeispiele. Es gibt auch Mittelstädte bei uns in der Region in Brandenburg, die aus den Krisen heraus sogar stärker geworden sind. Mittelgroße Städte wie Neuruppin oder Rathenow entwickeln sich ganz, ganz gegenläufig und zeigen auch, was geht im stationären Handel. Nils Busch-Petersen, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.